Danny hat natürlich ein ganz grosses Smile heute auf der Backe. Wieso und warum? Vor einem halben Jahr habe ich den Christian Werlin nach Kanada geschickt, um eine sensationelle Story zu schreiben. Er ist gegangen, einen Roman schreiben über den Don. Und jetzt geben wir gerade dem Christian schnell das Wort. Christian, was ist das für ein fabulöser Mensch, den ich da nebendran habe? Was ist das für eine Story, die du dir ausgesucht hast? Also ausgesucht haben wir schon mal gar nicht, weil die Stories, die der Don mir ständig erzählt, die sind so etwas Verschreibens und erwähnenswert, die muss man da gar nicht aussuchen. Eigentlich haben wir vorgenommen, ein bisschen fiktiv das Ganze noch zu beleuchten, ist überhaupt nicht notwendig. Der Typ ist voll mit Geschichten. Nicht nur über das Musikbusiness, wo er ja herkommt, sondern über das Leben an sich, über die Weiblichkeit, über die holde Weiblichkeit, über Erfahrungen, Business machen, eben in einem guten Sinn. Plus eben 40 Jahre im Musikbusiness daheim sein und erfolgreich sein, ist nicht so einfach, vor allem in einem Land wie Kanada. Gut, dann muss ich das vielleicht für euch schnell auflösen. Was heisst das 40 Jahre im Musikbusiness? Der Don ist einmal als Pizzabäcker nach Kanada ausgereist und hat gefunden, so eine Pizza könnte sich auf einem Plattenteller kehren und damit hat er den Schritt gemacht. Aber wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr wirklich das Buch lesen. Und jetzt will ich den Don schnell fragen, wie er sich denn fühlt, wenn so ein quasi fremder Mensch kommt. Er ist zwar lang befreundet mit dem Don, aber wie das für ihn denn so ist, wenn so ein fremder Mann eine Geschichte schreibt. Don, can you tell me a little bit, how is this for you, the feeling if you see Christian? I mean, you know him, it's a good friend, but it's kind of a stranger who tells your intimated stories. Music. He told me, music. He came to buy records and he says, I liked your business. I want to do business with you. I knew that if every account, but Japan, another Japan, another, it was all over the world. I did it, but he's a friend for life. Okay, jetzt probieren wir das kurz zu übersetzen. Musst du mir aber helfen. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er gesagt, das ist halt Christian, der einfach ab Musik abgeflippt ist und ich habe einfach meine Pizzas in Plattenteller umgewandelt. Ja, so in etwa kann man es übersetzen im Mundart. Ja. Ich muss schnell erklären, der Don hat ja als Grosshändler in die ganze Welt geliefert. Und er ist mein erster Lieferant in Übersee. Und was heisst Lieferant? Du hast ja nicht Musik gemacht, oder? Also ich habe Musik gemacht, aber völlig erfolglos. Dann habe ich gesagt, wenn ich eine Musik nicht machen kann, verkaufen sie zumindest. Darum ist das Roxy entstanden und so weiter. Und er war mein erster Lieferant in Übersee. Und aus dem heraus hat sich einmal die Freundschaft entwickelt. Und aus dem heraus ist einmal irgendeine Idee gekommen, nachdem Don eben seinen Unfall hatte, also eine Hirnoperation, Tumor rausgeholt, dann einen Hirnschlag. Ist er eigentlich paralysiert gewesen, gelähmt, nicht können schwätzen und so weiter. Und als Freund bin ich üben, habe ich mir so erwähnt, eigentlich soll man die Geschichte aufschreiben, weil das ist so viel an kleinen, grossen, wichtigen und sensationellen Geschichten enthalten. Ich will das machen. Und dann hat seine Frau gesagt, weißt du was, wenn du das machen willst, komm rüber, unser Haus ist offen und mach das. Und wir müssen das nicht zweimal sagen. Weil so eine Geschichte, die kriegst du nicht jedes Mal auf dem Teller gratis serviert. Und darum habe ich gefunden, der Typ und sein Bruder dort zu porträtieren und ein bisschen einen Roman zu packen. Also es ist keine Biografie, es ist ein Roman mit einem Haufen Nebenbaustellen, wo auch noch irgendwelche Leute wie Keith Richards oder Nelly Furtado halt auch eine Rolle spielen. Das ist die Geschichte, die dahinter steckt und die macht unglaublich Spass. Vor allem mit ihm halt die Zeit zu verbringen und die Geschichte zuzulassen, weil das Spiel immer schön, die Erinnerungen kommen zurück. Und dann kann ich jetzt plötzlich über Sachen reden, von wir drin singen und sagen, oh ja, ich weiss noch, als ich mal dort war und ich habe das verkauft, habe Pink Floyd The Wall, weiss ich, ein paar Millionen Mal verkauft. Das ist eine Erfolgsstory, die dann wieder in den Sinn kommt und dann ist das für ihn natürlich ein Stück Verarbeitung von der Vergangenheit auf eine gute Art. Es ist schon sein Erfolg. Christian, ich würde sagen, da muss man dann das Buch lesen, wenn es dann rauskommt. Ich nehme an, es ist unterwegs. Ja. Jetzt kann ich gleich nicht lassen, ich möchte gerne den Don noch etwas ganz Persönliches fragen. Und zwar geht es mir ein bisschen darum, wie er die Zeit erlebt hat, wo die grössten Stars eigentlich rausgebracht hat und wie er die Veränderung sieht. Don, can you tell me, how is for you the change in the time with the music? How do you feel when you see today new artists coming out? Is this different than in the early times? Because I think in the early times that music wasn't there, it was developed, people came out with that. Yeah, but it was music that came out, but not a time that you be to another tour. Music, beautiful, I love it, but
half the people, more of the people saw it's gone. So, but you don't see a change in the music? Oh, I see a change. I think more you do, the more you stand, and record, amazing. The records come, you amazing. What you see, it's coming. Okay, maybe you help me a little bit with that. Also ich glaube, so wenn ich es recht verstanden habe, meinte Don, es ist natürlich auch ganz klar, die Musik verändert sich in dem Sinne nicht, außer dass sie immer und immer wieder gemacht wird. Habe ich das richtig gesagt? Richtig, ja, weil er sagt, Musik hört nicht auf, ob es da mehr downloadet wird oder auf CD gekauft wird. Musik ist etwas, was zum Leben gehört, das ist Kultur, die man lebt. Du weißt ja, wenn du Musik hörst und Erinnerungen daran hast, das kommt immer wieder, sobald du das Musikstück hörst, und das macht den ganzen Reiz aus von Musik machen und Musik konsumieren. Und hast du gesehen, vor dem Konzert ist auch so mitgewebt, das ist auch das, was nicht mehr rausholt. Wenn er eine schlechte Zeit hat, lässt Musik laufen und dann tanzt er und macht. Die Musik ist sein Leben. Es ist nicht nur ein Business, sondern es ist Leben. Und das ist das Schöne, eigentlich, was Musik bewirken kann. Eben, sei es Erinnerungen wieder zurückholen oder einfach leben, tanzen, das Leben halt ein bisschen beschwingter zu sehen als immer die schwermütigen Geschichten. Und ich finde das so toll an ihm. Er ist ein völliger Musikfreak. Sensationell. Ich habe nichts mehr zuzufügen zu diesem Schlusswort, außer sobald das Buch rauskommt, werden wir euch informieren und dann erfahrt ihr die ganze Geschichte vom Don und von der Pizza, die auf dem Plattenteller weitergetragen hat, zu einem weltweiten Erfolg.